Ja, hallo zusammen, ihr Lieben. Der zweite Vollmond diesen Monat am letzten Tag. Ich glaube sogar, dass es ein Blue Moon ist, so viel ich weiß. Und wir gucken mal, welche Botschaft da mitschwingt für uns. Etwas nimmt Fahrt auf, etwas kommt in Bewegung. Und es ist etwas, was uns Anfang und Ende beschert. Ne? Also hier könnt ihr was beenden, zugleich entsteht etwas Neues. Es kann ja auch rausgehen aus einer Situation, wo ihr lange dran rumgemacht habt oder wo lange sich nichts getan hat, kommt hier der Sarg, der beendet etwas, auch die Stagnation, und es geht voran. Auf der bewussten Ebene haben wir uns selbst. Ne? Es geht einfach darum, dass wir in unserem Leben das Bewusstsein einnehmen, in unsere Angelegenheiten gucken, dass wir auch wissen, es hängt von uns ab, was hier passiert oder wie wir unser Pferd lenken. Vielleicht stehen wir uns hier auch mal mit dem Ego selbst im Weg. Und auf der unterbewussten Ebene haben wir so ein paar Verletzungen sitzen, ein paar Wunden. Auch die dürfen sich hier verabschieden. Ne? Es geht vielleicht auch darum, dass das Unterbewusstsein uns sagt, wir müssen irgendwo einen Schnitt machen. Wir müssen was beenden. Wir müssen versuchen, eine Situation zu kürzen oder sie so zu, ich nenne es mal beschneiden, dass sie uns dient, dass wieder was in Fahrt kommt, dass man aufsteht, weitermacht. Das kann hier aus der näheren Vergangenheit ein bisschen mitschwingen mit einer Situation, mit einem Menschen der Vergangenheit, mit einer Vaterproblematik, mit dem Thema Vertrauen, eigene Größe leben, sich aufrichten, ne, sich nicht klein machen. Und wir haben hier für die nähere Zukunft eine Situation, wo deine Seele sehr gefragt ist, die Emotionen sehr wichtig sind. Die gehen hier mit dem Thema Vertrauen einher, ne? An sich selbst glauben, sich nicht durch irgendwas klein machen lassen, die Wunden der Vergangenheit nicht nähren. Dann haben wir hier zwei umgedrehte. Ich habe hier aus der eigenen Sicht raus, dass etwas Wachstum braucht. Ich habe vielleicht auch, dass das Leben einen oftmals überrascht, wo man jetzt nicht mit rechnet, wird man in eine andere Richtung gedrängt. Da, wo man leicht war, gibt es plötzlich eine Belastung oder andersrum. Und man sieht hier, dass es auch um die Wurzel geht, ne? um das Gefühl der Erdung und um Wachstum an sich. Möglicherweise habt ihr hier das Thema Geld mit drin, dass ihr irgendwie versucht, eine finanzielle Situation, die mit Verlust einherging oder mit einem Vertrauen, möglicherweise hat ein finanzieller Aspekt aus der Vergangenheit hier eine Rolle gespielt. Es geht darum, dass jeder das kriegt, was er bekommt, dass ihm nichts weggenommen wird, dass jeder für sich sozusagen das erntet, was ihm zusteht. Das Thema Geld könnte hier auch speziell in der Vollmondphase 1 werden. Der Bezug, die Emotionen auch zum Thema Geld. Und aus dem Umfeld haben wir hier einen Menschen. Das kann jetzt dein Gegenüber sein, das kann der gebende Part in dir sein, das kann auch jemand sein, den du noch nicht kennst oder der dir nicht bewusst ist, der dir hier mit in die Karten spielt. Aus dem Umfeld raus, würde ich mal sagen, sieht man dich schon so, dass du sehr viel investiert hast, entweder emotional oder finanziell.
Du hast hier sehr viel gegeben für die Dinge. Die Hoffnungen und Ängste liegen hier so, dass du dir Gutes erhoffst. Ne? Mit den Blumen hat man immer das Ding, dass es gut ausgeht, dass da was aufblüht, dass ein Geschenk kommt, ein Geschenk vom Leben, ein Geschenk vom Himmel. Vielleicht kommt es auch hier von einer anderen Person, eine Unterstützung, eine Hilfe für dich, die dir auch wieder Wachstum bringt. Also ich würde es mal ein Geschenk vielleicht auch vom Leben nennen. Und die Ängste dahinter sind vielleicht, dass dieses Geschenk sehr schnell verblühen könnte. Guck mal, hier haben wir die Sterne. Also super Ausgangssituation, schicksalshafte Situation, schicksalshafter Konflikt. Kann hier auch speziell darum gehen, ich nenne es jetzt mal so, zu kurz kommen, sich in die zweite Reihe stellen, sich etwas wegnehmen zu lassen. Und hier hast du aber mit dem Stern hier oben tatsächlich die klärende Situation, diese Befürchtung, die du da hast, dass du denkst, okay, das könnte ein kurzes Glück sein, das mir da blüht und dann ist es wieder weg. Das wird hier definitiv nicht der Fall sein in dieser kollektiven Legung. Denn hier kommt auch so speziell ein Dreh rein in eine schicksalshafte Zeit oder in eine Zeit, wo man sich sehr viel damit beschäftigt, emotional und im finanziellen Bereich wirkt es sich vielleicht aus. Man überlegt sich, wem man noch vertraut, wo einem die Vergangenheit vielleicht auch nochmal mit Schuld einherkommt, ne? Dass man sich da noch schuldig fühlen darf für etwas, was man so gar nicht gesehen hat. Oder wo man einfach auch sagt, okay, Trauschau wem, vertraue hier nicht allen möglichen Leuten. Möglicherweise ist es auch so ein Punkt, wo du tatsächlich echt denkst, das hätte ich von der oder der Person nie gedacht. Also könnte ein Vertrauensthema sein, dich jemand ausgenutzt oder benutzt hat, emotional oder auch finanziell. Okay. Wir hätten gern noch eine zusätzliche Info für die Vollmondphase. Was kann ein Thema sein? Was ist wichtig? Wo sollen wir hingucken? Dankeschön. Und da haben wir die Unabwägbarkeiten. Sehr interessant, weil es auch wieder sehr passt, ne? Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich doch tatsächlich beim Schneiden des Videos bemerkt, dass das Video nach den Unabwägbarkeiten einfach nicht weiter gefilmt hat. Deshalb mache ich einfach an dieser Stelle nochmal neu weiter. Gott sei Dank habe ich es noch gemerkt. Manchmal macht die Kamera, was sie will. Gott sei Dank habe ich es noch bemerkt. Also, wir haben die Unabwägbarkeiten. Ne? Da kann es durchaus sein, dass man das Gefühl hat, man hängt irgendwie wo fest oder ja, es scheint herausfordernd oder schwierig zu sein in einem bestimmten Bereich. Und hier geht es einfach darum, dass wir nicht erzwingen, weiterzukommen, sondern erstmal akzeptieren, die Wahrheit angucken, vielleicht auch mal dieses Feststecken oder dieses einen Weg genommen haben, der einem echt nicht zielführend weitergebracht hat. Und sich dessen klar darüber werden, dass es jetzt eben so ist, sich das eingestehen sozusagen. Und es geht ein bisschen hier um Taktik und Methodik. Ne? Wir sollen uns die Zeit nehmen, nicht vorwärts preschen, und dann mit einer gewissen Taktik einfach dem bestimmten Timing unsere Belohnung erhalten. Nicht kämpfen, nicht gegen Windmühlen treten, sowas alles sagt die Karte. Ne? Es geschieht hier in dem Moment alles, wenn die Zeit reif dafür ist. Wir nehmen noch eine Karte aus dem Gesang der Vögel und dann haben wir hier den Buntspecht.
Und der Buntspecht sagt uns, ich klopfe an eine teils verschlossene Türe deines Herzens und möchte dich auffordern, wieder das Herz auf der Zunge zu tragen und nicht gegen deinen eigenen Rhythmus anzukämpfen. Wenn du hier etwas sehr nach vorne bringen willst und die Zeit ist nicht reif dafür, dann werden sich dir immer wieder Hindernisse in den Weg stellen. Und hab hier die Zeit und nimm dir die Zeit für eine bestimmte Methodik oder Taktik, mit der du in Zukunft weitermachen möchtest. Wir nehmen mal noch die Signale aus dem Zauberwald. Was kriege ich da für die Vollmondzeit? Du kriegst das Wissen, das du brauchst, um hier weiterzukommen. Hier öffnet sich das Buch für dich und da kannst du dich sogar noch drauf verlassen. Also geh ins Vertrauen. Wenn du hier nicht weiterkommst, dann nimm dir mehr Zeit, ändere deine Pläne, deine Vorgehensweise und auch deine Taktik. Passt auch, unten haben wir überdenke deine Situation. Ihr Lieben, wunderbar. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Vollmondphase. Es nimmt es mir nicht übel. Ich habe es gerade noch gemerkt, dass die Hälfte fehlt und ja, ich drücke euch. Bis zum nächsten Mal.